Wo immer es geht, präsentiert sich Berlin in Waffenbereitschaft. Deutsche Weltpolitik glänzt auf offener Bühne in weltweiten Krisen als selbstlose Kraft, während in den Kulissen militärische Kräfte ihren Aufruf erwarten. So wie bei der Libyen-Konferenz im Januar in Berlin, bei der es logistisch um Afrika ging, aber vor allem um den Einzug der Deutschen in das obere Drittel der Militärkonkurrenten. Meine Damen und Herren, Sie haben es verfolgt. Wir haben heute Nachmittag hier in Berlin sehr intensive und ernsthafte Verhandlungen gehabt und damit dazu beigetragen, dass wir einen neuen politischen Anlauf, einen neuen politischen Impuls geben, deren Bemühungen im Libyen-Konflikt Hoffnung für die Menschen und Hoffnung auf Frieden zu erzeugen. Über Hoffnung und Frieden im Libyen-Konflikt verhandelten Deutschland und seine Militärkonkurrenten, während Libyens Gesandte vor der Berliner Konferenztür warteten. Nicht viel anders als damals, als sich Berlin zum Vermittler aufschwang, um seine kolonialen Interessen in Afrika zu sichern. Damals, 1884, präsidierte Reichskanzler Bismarck das Afrika-Treffen vor einer riesigen Karte im imperialen Berlin. Mit einer Aktiengesellschaft hatte Berlin nach Sklaven gejagt und wollte jetzt mehr von der stattlichen Beute, Rohstoffressourcen, in Absprache mit seinen Beuterivalen. Hieß es 2020, man wolle in Libyen für die Menschen eintreten, so hieß das ältere Motto im kaiserlichen Berlin, das den Kuchen aufteilte: Sitte und Wohlfahrt für die Wilden und Schwarzen. Unter die Knute der Berliner Beschlüsse gerieten Millionen, von den Mittelmeerküsten bis an die Südspitze Afrikas. Gleich wie die Räuber der kolonialen Besatzer aus Paris oder London entsandte Berlin seine besten Soldaten. Es war jetzt gleich unter Gleichen. Die Lohnsklavenarbeit in Plantagen und Minen, militärisch gedeckt, ergänzte Gewinne aus der Arbeit der Löhner in der heimischen Wirtschaft. So als wäre es damals, verlangt der Wirtschaftsverbund des Vereinigten Deutschland heute erneut im oberen Drittel der Weltkonkurrenz als gleich unter Gleichen behandelt zu werden, auch militärisch. Heute geht es um Öl im Libyen-Konflikt, Weltpolitik in friedlichem Einsatz und auf offener Bühne, während in den Kulissen die Bundeswehr wartet. Wie soll das geschehen? Wer soll absichern? Und dass dann aus meiner Sicht Deutschland, das ja immer ein Treiber in diesem Prozess war, auch sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was können wir dazu einbringen, das ist vollkommen normal. Und dazu ist das Bundesverteidigungsministerium und ist die Bundeswehr auch sehr schnell in der Lage, ganz konkret zu sagen, wie unser Beitrag aussehen kann. Bei dem fraglichen Beitrag im Libyen-Konflikt für Ordnung zu sorgen, kann die Bundeswehrplanung Erfahrung einbringen. Kommandoeinheiten drangen 2011 in das krisengeschüttelte Libyen ein, um deutsche Bohrspezialisten von BASF, des weltweit bedeutendsten Chemieunternehmens, von einem libyschen Ölfeld zurück in die deutsche Firma zu holen. Gegen Recht und Gesetz des UN-Mitglieds Libyen. Das war die Stunde der grauen Maschinen einer Luftwaffeneinheit, die den libyschen Luftraum gewaltsam verletzte und Tote riskierte. Die geheime Aktion gegen Recht und Gesetz mit fast 1000 Soldaten gilt den Bundeswehrplanern als erfolgreiches Beispiel für ihre kommenden Taten. Naja, wenn wir uns die weltpolitische Lage angucken und wenn wir sehen, wo es überall jetzt schon brennt, das sind noch kleine Feuer, aber sollten die Feuer größer werden, dann stehen wir auch wieder bereit, als Feuerwehr auch in diese Bereiche zu gehen und dann eben auch deutsche Staatsbürger, Botschaftsangehörige und ähnliche andere mehr dort herauszuholen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag und dafür stehen wir auch innerhalb kürzer Zeit wieder zur Verfügung. Der Augenblick kam, als in den vergangenen Wochen medizinische Not schnelles Handeln gebot. Nur herrschten nicht Krieg und Gesetzlosigkeit wie beim Einsatz in Libyen. Die Evakuierung aus dem Krisengebiet in der Großstadt Wuhan eignete sich weder für Piraterie noch für Militärinszenierung. Während Paris oder Tokio
zivile Chartermaschinen buchten, um schnell handeln zu können, demonstrierte Berlin seine Waffenbereitschaft und spielte auf Zeit. Es fuhr die Luftwaffe auf, die grauen Maschinen, trotz Bedenken in Peking. Berlin stritt mit China verlorene Stunden um die üblichen Regeln im Anfluggebiet, die militärischen Flügen nur mit Sonderauflagen den Luftraum freigeben. Berlin musste folgen. Den deutschen Luftwaffenauftritt verlegte Peking ins Dunkel, sodass die graue Maschine unter Ausschluss der Presse ihren Landeanflug bei Nacht absolvierte. Die Inszenierung fiel aus. Auf dem Rückflug nach Deutschland fehlte für Moskau die Landeerlaubnis, die aus ähnlichen Gründen wie schon in Peking Probleme aufwarf. Wo immer es geht, präsentiert sich Berlin in Waffenbereitschaft. Deutsche Weltpolitik glänzt auf offener Bühne in weltweiten Krisen als selbstlose Kraft, während in den Kulissen militärische Kräfte ihren Aufruf erwarten.